Ich zeige euch heute das einfachste Wickschweißgerät der Welt und die Ergebnisse, die man damit erzielen kann, die müssen wirklich alles andere als schlecht aussehen. Vor 2 Wochen gab es dieses wunderschöne kleine Schweißgerät bei Obi. Da bin ich natürlich undercover hin, habe so ein Gerät gekauft und wo ich das erklärt habe, da habe ich natürlich auch gesagt, dass das Gerät eine Wickfunktion hat. Und da haben viele nachgefragt, von wegen, wie funktioniert das Ganze? Und das werde ich euch in diesem Video zeigen und ich gebe euch auch eine komplette Anleitung, wie ihr damit anfangen könnt, Wick zu schweißen. Und ihr werdet staunen, was damit wirklich alles möglich ist. Selbst das Aluminiumschweißen ist mit gewissen Tricks damit möglich. Und alles, was man dafür braucht, ist erstmal Argon als Schutzgas und wir brauchen ein Wick-Schlauchpaket mit einem Ventilbrenner. Das sind die sogenannten Lift-Arc-Wick-Schlauchpakete, verlinke ich natürlich in der Beschreibung. Worauf man dabei achten sollte, ist, dass man den richtigen Anschluss hat. Das ist ein sogenannter Dinsestecker. Das ist ein 9er Dinsestecker. Das hat dieses Gerät hier auch. Kann ich hier einfach rausziehen. Dann sieht man, das ist 9 im Durchmesser. Sehr gebräuchlich sind auch 13er. Das heißt, wenn man das Ganze mit einem anderen Gerät nachmachen will, sollte man gucken, welchen Dinsestecker man hat. Und ich verlinke natürlich für euch das Schlauchpaket unter dem Video in der Beschreibung. Zusätzlich braucht man noch 1 oder 2 Wolfram-Elektroden und natürlich Schweißdraht für den dementsprechenden Werkstoff, den man verschweißen will. Und das war's schon. Dann kann man loslegen mit dem Wickschweißen. Auf die Wolfram-Elektroden werde ich jetzt nicht näher eingehen. Dafür gibt es ein Datenblatt. Da sieht man auch, wie die angeschliffen sein sollen. Und das Anschleifen, wie gesagt, kann man ganz normal am Schleifstein machen. Dafür braucht man kein teures, aufwendiges Gerät. Ich nutze hier eine 1,6 mm Wolfram-Elektrode in Pink und nutze hier hinterher fürs Aluminiumschweißen, da braucht man eine bisschen kräftigere Wolfram-Elektrode, eine 2,4 mm Wolfram-Elektrode in Pink. Und dann können wir den Brenner ganz normal rüsten und können loslegen. Jetzt habe ich natürlich eben gesagt, wir brauchen Argon und da ist natürlich die Frage, welche Argonflasche nehme ich denn da? Da gibt es im Prinzip 3 Möglichkeiten. Das ist eine Einwegflasche. Diese Einwegflasche ist zwar unwahrscheinlich günstig, kostet so 20 bis 30 Euro. Man braucht aber noch einen kleinen Druckminderer dazu, dass man den Flaschendruck auf den Arbeitsdruck runter reduzieren kann. Und am Ende des Tages kann man mit so einer Flasche gerade mal 6 bis 10 Minuten schweißen. Also ist wirklich ein teures Vergnügen. Viele Leute kaufen sich sowas zum Start, sind dann mit Druckminderer 60, 70 Euro los und ärgern sich, dass es nach ein paar Minuten alles schon leer ist. Kann ich also in der Form nicht empfehlen. Was ich empfehle, ist entweder eine Flasche zu kaufen oder eine Flasche zu mieten. Vorteil ist halt, beim Kaufen hat man einmal Kosten, beim Mieten hat man halt jährliche Kosten. Ich habe da verschiedene Videos schon zu gemacht, wo ich das gezeigt habe. Ich nehme diese Air Liquid Flaschen. Da hat man ungefähr 50 Euro Miete im Jahr, hat den Druckminderer oben schon integriert und dann kann man die Flaschen halt immer wieder tauschen. Hat halt den Nachteil, dass man jedes Jahr wieder die Kosten hat. Bei so einer Flasche ist es so, die muss ich kaufen. Da ist man ungefähr bei einer 10 Liter Flasche 120, 130 Euro los. Und dann brauche ich halt auch noch den Druckminderer, dann brauche ich noch die Füllung. Da ist man dann schlanke 250 Euro für den Start los. Das ist halt immer so der Riesenunterschied, dass hier der Start wirklich deutlich, deutlich teurer ist. Nach dem negativen Beispiel fragen natürlich viele, wie lange kann man dann mit so einer Flasche schweißen? Und das kann man sich relativ einfach ausrechnen. Wir haben 200 Bar in so einer Flasche drin. Das sind 20 Liter Flaschen. Es gibt auch 10 Liter Flaschen. Und wenn man dann guckt, 20 Liter Flasche mal 200 Bar. Wir schweißen ungefähr dann fürs Rechnen, damit es einfach ist, mit 10 Liter die Minute. Dann kann man also 400 Minuten mit so einer Flasche schweißen. Wenn man so eine 10 Liter Flasche hat, kann man immer noch 200 Minuten mit so einer Flasche schweißen und das ist wirklich schon eine Menge an Schweißzeit. So, beim Anschließen jetzt ganz wichtig, das Schlauchpaket kommt in den Minuspol und dann wird der Gasschlauch ganz einfach an der Gasflasche angeschlossen. Ich habe mir das hier alles mal mit Schnellkupplungen hergerichtet. Theoretisch ist das der Anschluss, der an den Druckminderer passt, den man an der Flasche hat. Kann man also ganz normal anschließen. Ich mache es immer gern mit Schnellkupplungen, dann kann ich das immer schnell wieder umrüsten. Aber normal hat man hier alles im Lieferumfang, dass man das einfach anschrauben kann. Dann braucht man im Prinzip nur den Brenner rüsten. Die Düsen, die sind einmal als Starter-Set bei so einem Schlauchpaket dabei, zumindest bei dem, was ich hier unter verlinke. Und dann kann man hier loslegen. Was wichtig ist, wenn ich das Gerät jetzt einschalte, dann ist Strom auf dem Schlauchpaket. Dann würde ich so also gleich einen Zündfunken haben, könnte ich mir den Tisch ruinieren, könnte ich mir die Augen verblitzen. Darum ist es immer wichtig, dass man irgendwie so einen Halter hat. Das Schlauchpaket zur Seite legt. Ich nutze hier einfach so einen Magnethalter, die sind wirklich praktisch. Die kann man überall anbringen und dann ist das
Schlauchpaket sicher. Bevor ich das Gerät jetzt anschalte, zeige ich euch in einer Trockenübung einfach mal, wie man mit so einem Gerät wickschweißen kann. Das ist also ein sogenannter Lift-Arc-Brenner. Ich habe hier keinen Taster oder ähnliches. Sowas geht auch bei dem Gerät nicht. Das geht auch bei 99% der Max-Schweißgeräte nicht. Ich habe hier einen Ventilbrenner. Das heißt, ich muss im ersten Schritt das Gas aufdrehen. Ich mache jetzt wieder zu, weil ich kein Gas verschwenden möchte. Ich möchte es einfach in einer Trockenübung zeigen. Und jetzt ist es so, ich zünde, indem ich mein Werkstück berühre mit der Wolfram-Elektrode. Das ist ähnlich wie beim Elektrodenschweißen, hat nur einen ganz wichtigen Unterschied. Ich zünde also hier, indem ich hier einfach auftupfe. Ich mache es immer so, dass ich die Keramik aufsetze und jetzt kann ich hier einfach mir einmal den Kontakt holen, dann habe ich den Lichtbogen. Das kann auch mal so sein, dass es ein bisschen klebt, dass ich ein bisschen mit dem Ruck wieder abziehen muss. Dann habe ich meinen Lichtbogen und dann kann ich hiermit ganz normal Wickschweißen. Das ist das einfache Lift-Arc-Wickschweißen. Beim Schweißen an sich hat man da keinen großen Unterschied. Unterschied ist halt A, die Zündung und wie ich den Prozess beende. Das heißt, am Ende muss ich den Brenner abziehen, damit ich den Lichtbogen abreiße. Und dafür gehe ich einfach ruckartig so ein Stück hoch, halte dann aber das Schutzgas noch, lasse noch ein bisschen strömen, dann drehe ich das Schutzgas wieder zu. Jetzt hatte ich ja am Anfang schon wieder zugedreht, damit ich nicht zu viel verschwende und dann ist der Prozess beendet. Und das ist das ganze Hexenwerk. So kann man mit so einem Gerät Wickschweißen. Wir schweißen einfach mal diese beiden Kumpels zusammen. Wenn ihr jetzt irgendwo zu Hause das Ganze üben wollt, dann würde ich euch erstmal empfehlen, nehmt irgendwelche alten Stahl- oder Edelstahlreste, fangt an, dieses Zünden zu üben und dann ganz einfach den Werkstoff aufzuschmelzen. Erstmal komplett ohne Zusatz, am Ende immer abziehen. Das ist erstmal die Übung, was man wirklich immer wieder machen sollte. Vernünftig das Ganze aufschmelzen. Ich mache hier auch ein paar Beispiele, dass ihr wirklich seht, wie das aussehen muss. Und dann kann man erstmal üben, den Werkstoff aufzuschmelzen und dann kann man sich an die ersten Projekte wagen. Man kann nämlich dann auch erstmal ohne Zusatz ganz einfach Werkstoffe miteinander verschmelzen. Das geht mit dem Gerät also auch völlig problemlos. Und man sieht an diesen Beispielen, dass das wirklich auch alles andere als schlecht aussehen muss. Wie gesagt, erstmal anfangen auf so einem Rohr oder einem alten Restblech einfach kleine Strichlagen zu ziehen. Nachteil ist immer, dass man am Ende hier wirklich den Brenner abzieht. Da geht die Gasabdeckung immer so ein bisschen flöten. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber die Nähte an sich sehen wirklich alles andere als schlecht aus. Und ich habe mal gleich einen ganzen Schwung voller Beispiele für euch. Alles ohne Zusatz, einfach alles nur verlaufen lassen. Das sind hier einfach zwei Vierkantrohre, die wollen wir gleich weiterschweißen. Die habe ich zusammengestellt, habe hier oben die Kanten einfach verlaufen lassen, hinterher einmal übergebürstet, sieht traumhaft schön aus. Dann habe ich hier einfach mal zwei Schrauben miteinander verschweißt, einfach zusammengesteckt und einfach ohne Zusatz verlaufen lassen. Das kriegt man wirklich auch sehr schnell hin, wenn man da ein bisschen übt. Und dann kann man das natürlich auch immer noch weiter treiben. Das ist Vierkantrohr, sauber abgeschnitten, sauber zusammengesteckt und dann habe ich das hier einfach verlaufen lassen. Und der Trick ist wirklich immer, wenn das Ganze noch warm ist, das dann überzubürsten. Entweder mit einer Edelstahldrahtbürste, da macht man immer relativ stark Macken rein, oder man nimmt so eine schöne Messingdrahtbürste. Das ist deutlich schöner, da kriegt man die Anlauffarben immer schön weg. Jetzt noch mal ein bisschen mit Schleifvlies drüber, dann sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Und das kann man hier auch bei so einem Geländerrohr ganz einfach machen. Habe ich hier auch einfach mal ein Stück gemacht. Da ist der Trick natürlich dabei, dass es solche Steckfittinge sind. Die kriegt man ganz normal bei eBay, bei Amazon, bei verschiedenen Händlern. Und damit steckt man sich so ein Geländer eigentlich nur noch zusammen. Und wenn das schön vorbereitet ist vom Zuschnitt her, dann kann man das einfach zusammenstecken, ein bisschen mit Kraft zusammendrücken und dann lässt man das hier einfach verlaufen. Entweder komplett oder halt nur kleine Stückschweißungen. Und das sah so schön von den Anlauffarben aus, das habe ich eben einfach gelassen. Da könnte man jetzt auch einmal mit der Drahtbürste rüber, mit dem Schleifvlies rüber, kriegt man die Anlauffarben weg. Also man sieht, mit so einem einfachen Schweißgerät, und wir sind hier die ganze Zeit, ich habe es eben mal ausgemacht, wir sind die ganze Zeit hier immer noch so in dem Bereich von 70 Ampere für die ganzen Sachen, die man hier gemacht hat. Also, dass so ein Gerät zu leistungsschwach ist. Wer natürlich schweren Stahlbau machen will, der ist mit so einem Gerät nicht richtig. Aber man sieht, was damit alles möglich ist. Und das mit kleiner Leistung und ganz einfacher Technik. Und jetzt fangen wir mal an, mit Zusatz zu schweißen. Und ich erkläre das immer an dem gleichen Beispiel. Wir nehmen mal an, dass das Loch hier unser Schmelzbad ist. Das heißt, wir bilden ein vernünftiges Schmelzbad und dann geben wir den Draht in das Schmelzbad hier an dem Rand rein.
immer schön reingeben, dann wieder den Draht wegnehmen. Das heißt, wir wollen nicht, dass der Draht irgendwie abtropft. Das muss man natürlich alles ein bisschen üben. Das sieht dann hier immer sehr, sehr einfach aus. Muss man sich ein paar Stunden für Zeit nehmen. Aber wenn man das übt, dann kriegt man das mit der Zeit auch hin. Auch hier würde ich wieder empfehlen, nehmt ein altes Restblech, nehmt ein altes Vierkantrohr, wie ich das hier mache. Und dann zieht man hier einfach mal eine Naht nach der anderen. Und je länger man das übt, desto mehr man seine Handfertigkeit da ein bisschen trainiert, desto schöner sehen auch die Ergebnisse aus. Und auch das muss jetzt wieder alles andere als verkehrt aussehen. Das heißt, als erstes schweißen wir einfach mal das Edelstahlrohr, das wir eben schon so schön seitlich zusammengeschweißt haben. Hier jetzt mit Zusatz die Kehlnaht geschweißt. Ich finde auch ein sehr schönes Ergebnis für so ein einfaches Gerät. Also für mich ist das auch sehr, sehr ungewöhnt, weil ich natürlich sonst mit Hochfrequenzzündung arbeite, die verschiedensten Parameter einstellen kann. Und jetzt muss man sich da wirklich ein bisschen umgewöhnen. Aber wenn man so ein bisschen den Start gefunden hat, dann ist das auch alles andere als unmöglich, damit halbwegs vernünftige Ergebnisse zu erzielen. Das ist halt kein High-End-Schweißgerät, das behauptet auch niemand, damit sollte man das auch nicht vergleichen. Ich finde aber auch die Ergebnisse alles andere als verkehrt. Also es funktioniert definitiv. Ich habe hier 85 Ampere genommen und dann will ich natürlich auch noch mal versuchen, was man hier so maximal mitschweißen kann. Dafür eine 6 mm Grundplatte und hier drauf ein 2 mm Vierkantrohr. Das wäre so diese klassische Pfostennaht und auch das kann man da noch mit schweißen. Da merkt man von wegen, irgendwo fehlt dem Gerät dann natürlich auch ein bisschen die Leistung, ist ein kleines, kompaktes Gerät. Aber wenn man sich das Ergebnis anguckt, von wegen, auch das lässt sich hier wirklich noch mit 100 Ampere vernünftig schweißen. Und da ist auch immer der Punkt Einschaltdauer. Ich habe jetzt die Nähte geschweißt hier beidseitig. Ich habe dann das komplett geschweißt. Das Gerät ist nicht überhitzt. Das Gerät hat nicht abgeschaltet. Also das ist hier alles problemlos möglich. Und jetzt ist noch die ganz spannende Frage, wie kann ich mit so einem einfachen Gerät Aluminium schweißen? Und dafür muss man einen kleinen Trick kennen und den zeige ich euch natürlich auch. Und spätestens, wenn ich sage, man kann mit so einem Gerät auch Aluminium schweißen, dann sagen die Leute, der ist doch bekloppt, der hat doch gar keine Ahnung. Dafür braucht man doch ein WIC AC/DC Schweißgerät. Und ja, das ist natürlich die beste Möglichkeit. Mit einem WIC AC/DC Schweißgerät im Wechselstrommodus habe ich dieses schöne Beispiel hier geschweißt. Und da würde, glaube ich, niemand sagen, dass das schlecht aussieht. Es gibt aber auch eine ganz einfache Möglichkeit, wie man selbst mit so einem Gerät Aluminium schweißen kann im WIC-Schweißverfahren. Das erkläre ich euch natürlich auch im Detail. Es gäbe sogar noch verschiedene andere Möglichkeiten, mit so einem DC-Schweißgerät Aluminium zu schweißen. Ich könnte also hier das Schlauchpaket auf den Pluspol bringen und Minus als Masse nehmen. Dann hätte ich den Pluspol, den heißeren Pol hier vorne angeschlossen. Das hat aber das Problem, da brauche ich dann immer eine sehr spezielle Wolfram-Elektrode. Wir wollen ja jetzt die Bordmittel nutzen. Wir wollen auch Argon als Schutzgas nehmen, nicht Helium nutzen. Das wäre eine weitere Möglichkeit. Also wir nehmen dieses ganz normale Schlauchpaket, wir nehmen Argon, wir lassen die ganz normale Wolfram-Elektrode drin. Das Einzige, was wir jetzt machen, wir nehmen einen Zusatz zum Aluminiumschweißen, das ist ein ALSI-Zusatz. Der läuft deutlich besser als ein normaler Aluminiumzusatz, das wäre dann zum Beispiel ein ALMG-Zusatz. Und damit kriegen wir auch eine Naht hin mit einem DC-Schweißgerät. Die hat nicht die gleiche Festigkeit, als wenn wir zum Beispiel einen ALMG-Zusatz nehmen, aber für viele kleine Reparaturen, für kleine Schweißarbeiten nutzt das. Ich habe das jetzt bewusst hier noch nicht sauber gemacht, wir gucken uns das gleich an. Und jetzt ist es ganz einfach so. Schritt 1 ist, wir bringen das Bauteil jetzt auf Temperatur. Das kann man mit einem Heißluftföhn, mit einem Brenner oder ich habe es jetzt hier einfach vor so einen Heizlüfter gestellt und nach ein paar Minuten hat das Bauteil oder die Bauteile, die man hier verbinden will, eine knackige Temperatur. Das ist schon mal so die erste Vorgehensweise, dass man da bessere Schweißeigenschaften hat. Der nächste Punkt, der ganz wichtig ist, wir brechen die Oxidschicht schon mal auf. Dafür nehmen wir entweder eine Edelstahldrahtbürste oder wie ich hier eine Messingdrahtbürste. Und dann arbeitet man ruhig erstmal in beide Seiten, dass man richtig schön die Oxidschicht aufbricht. Und zum Schluss bürstet man immer nur in eine Richtung, damit man den ganzen Dreck aus der Naht rausholt. Und wenn ich jetzt auf meinem Bauteil zünde, das geht auch ein bisschen schwerer als bei Stahl oder Edelstahl, ich habe die Masse auch direkt am Bauteil,
Dann ist es so, dass sich erstmal lange Zeit nichts tut. Ich muss da wirklich 10, 15 Sekunden abwarten und dann bildet sich langsam so eine breiige Oberfläche an meiner Naht und da gebe ich dann meinen Zusatz zu. Und dann sieht man schon, wenn der Zusatz wirklich fließt, wenn der dann so langsam auch aufschmilzt, von wegen, dann habe ich die richtige Temperatur und dann gehe ich mit dieser Naht langsam weiter. Das ist mal was ganz anderes vom Schweißen, ein ganz anderes Schweißverhalten vom Metall. Kann man auch wieder auf Rohren oder auf Blechen üben erstmal, bevor man da Bauteile zusammenfügt. Und dann kann man hier wirklich auch eine Naht erzeugen. Ist mal was ganz anderes, ist sicherlich nur eine behilfsmäßige Möglichkeit, um Aluminium zu schweißen. Hat nichts mit dem zu tun, was ich hier gemacht habe, aber es funktioniert und das sieht auch teilweise gar nicht mal so schlecht aus, wenn man das so ein bisschen übt. Die sieht immer noch so ein bisschen verhauen aus. Und ich will hier jetzt auch nicht irgendwelche Luftschlösser aufbauen, dass man mit so einem Gerät perfekt Aluminium schweißen kann. Aber für viele kleine Arbeiten reicht das vollkommen aus. Und das mit so einer einfachen Ausstattung. Das Einzige, was wir hier gebraucht haben, ist wirklich dieser spezielle Zusatz, der uns hilft, damit auch Aluminium zu schweißen. Und die Ergebnisse, wenn man ein bisschen geübt hat, das sieht alles andere als schlecht aus. Ich hatte schon mal Videos gemacht, da habe ich das Ganze auch auseinandergeschlagen, auseinandergeschnitten. Und dann hat man gesehen, dass man hier auch wirklich eine gute Festigkeit erzielt. Und das muss ich so als Fazit für mich persönlich wirklich festhalten. Die Ergebnisse mit so einfacher Technik, die müssen wirklich alles andere als schlecht sein. Natürlich bin ich jemand, der schon jahrelang Wick schweißt, natürlich mit ganz anderer Ausstattung, aber trotzdem, wenn man ein bisschen übt, kann man hier wirklich ähnliche Ergebnisse erzielen. Und wenn man so dieses Geländerrohr sieht, dieses Vierkantrohr oder auch die Kehlnähte, dann hapert das definitiv hier nicht an der Technik. Dann ist das Einzigste, dass man das Ganze wirklich üben muss. Mir hat das wirklich viel Spaß gemacht. Ich bin da von dem Gerät auf jeden Fall begeistert und ich zeige das immer gerne, was man auch mit einfacher Technik hinkriegt. Also alles, was ich hier erklärt habe, gezeigt habe, verlinke ich natürlich unter dem Video. Zusätzlich auch natürlich meine Wick-Werkstattkarte, verschiedene Datenblätter zum Wick-Schweißen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, egal ob es Hightech-Technik ist oder ob es ganz einfache Technik ist, weil damit ist auch sehr, sehr viel möglich und die meisten, die immer den ganzen Tag sagen, man braucht das und dies und dieses Industriegerät, das ist doch viel besser oder so. Die limitieren sich ganz einfach selber. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.